Skalen. Bei vielen löst das Wort allein schon semi-allergische Reaktionen aus, aber für viele andere ist Skalentraining etwas Positives. Ich zum Beispiel mache das ganz gerne. Mir gibt es Ruhe und ein gutes Gefühl, an meiner Präzision zu arbeiten. Und wie mit so vielen Dingen gibt es da keine Universallösung. Für einige ist das was total Gutes. Andere Leute finden es blöd. Für die anderen unter euch, die es noch nicht wissen oder noch nie was von Skalen gehört haben, erkläre ich jetzt mal, was Skalen sind und was sie einem bringen können und wie man sie in seine Übungsroutine einbauen kann. Hallihallo und herzlich willkommen. Ich bin Sue Bonjamin von der Shamisen-Zentrale und ich mache hier für euch regelmäßig ein frisches Video über Shamisen. Genau. Und den Kanal könnt ihr hier unten abonnieren. Wenn ihr das kleine Glöckchen drückt, dann werdet ihr immer informiert, wenn es etwas Neues gibt. Praktisch und konkret gesagt ist eine Skala, jetzt auf die Musik bezogen, eine Abfolge von Tönen. Das kann man sich vorstellen wie Bausteine oder wie Zutaten in einem Rezept und je nachdem, wie man sie kombiniert und anordnet, kann man ganz unterschiedliche Sachen kreieren. Es ist also eine Abfolge von Tönen in bestimmten Abständen. Also nicht in zeitlichen Abständen, sondern in Frequenzabständen, ja, also in Tonhöhen. Was viele von euch wahrscheinlich schon öfter gehört haben, ist der Begriff Tonleiter. Und Tonleiter geht es auch von unten, boing, 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 nach oben in kleinen Stufen und genau das ist auch eine Skala. Wenn man nicht singt oder etwa trompetet, sondern ein Instrument hat, wie zum Beispiel eine Gitarre oder eine Shamisen oder ein Klavier, wo tatsächlich die Abfolge von tief nach hoch auf einer Linie sich vollzieht, also auf dem Klavier links, tief, hoch. Shamisen, am Tenjin tief, zum Korpus hin hoch. Genauso bei der Gitarre, bei der Geige und unzähligen anderen Instrumenten. Die Skala wiederholt sich ab einem bestimmten Punkt wieder. Normalerweise im Rahmen einer Oktave, Startpunkt, Startpunkt, und der Endpunkt ist dann eine Oktav entfernt vom Startpunkt. Und eine Oktav höher ist die Verdoppelung der Frequenz. 440 Hertz, 880 Hertz. Doppelte Frequenz. Ich finde Skalentraining besonders für zwei Dinge sehr, sehr nützlich. Und zwar erstens, um die Präzision in der Intonation zu verbessern. Also wie genau man tatsächlich die Position trifft, dass der Ton richtig schön klar und knackig klingt. Und zweitens, um die linke Hand langsam mit der rechten Hand anzufreunden. Gerade am Anfang der Shamisen-Reise finde ich es sehr praktisch, links und rechts ab und zu mal voneinander zu trennen und dann wieder zusammenzuführen. Denn wenn man alles gleichzeitig macht und an allem gleichzeitig arbeitet, dann ist es einfach wirklich unheimlich schwer, weil man mit seinem Fokus auch immer zwischen den verschiedenen Aspekten hin und her springen muss. Und das ist wirklich einfach sehr anstrengend. Am Anfang ist alles schwer, alles ist neu. Und ich finde es selber sehr hilfreich, wenn man sich einfach das Leben etwas einfacher macht und versucht, die Sachen etwas voneinander zu trennen, in kleine Portionen aufzuteilen und sich dann nach und nach die Sachen vorzunehmen. Meiner Erfahrung nach ist die rechte Hand die schwierigere. Es sieht so aus, als hätte die linke Hand viel zu tun, weil die Finger eben sich bewegen und den Hals, den sehr langen Hals rauf und runter flitzen und die rechte Hand scheint nur zu schlagen und hat da ihr kleines Areal, in dem sie sich nur sehr begrenzt bewegt, aber tatsächlich ist für die rechte Hand sehr viel Feingefühl gefragt und ich finde auch, dass dieses Schlagen rein intuitiv sehr viel schwieriger zu begreifen ist, als die linke Hand, die einfach nur drückt oder loslässt oder vielleicht mal zupft oder rutscht. Ne? Deswegen fange ich grundsätzlich immer damit an, erstmal die leere Seite zu schlagen, zu gucken, läuft das gut? Ja, gut, gut, gut. Und dann lenke ich meine rechte Hand ab, indem ich die linke Hand mit dazu nehme. Und dann nicht gleich mit irgendwelchen ausgefallenen Phrasen, sondern erstmal wirklich Finger drauf oder Finger loslassen. Finger drauf, Finger loslassen. Ja? Also ganz niederschwellig anfangen und dann Schritt für Schritt
die rechte Hand mehr oder weniger austricksen und ein bisschen komplexere Sachen in der linken Hand dazu nehmen. Komplexer bedeutet zum Beispiel nicht nur einen Finger runtersetzen, sondern erst den einen und dann den anderen. Ja? Komplexität also nicht gleich missverstehen als virtuose Konstrukte mit viel hin und her, sondern wirklich Schritt für Schritt arbeiten, damit es nicht so viel wird. Das ist mein persönlicher Tipp. Erfordert etwas Geduld. Ich weiß, dass Geduld gerade am Anfang sehr rar ist und ich kann es absolut verstehen, wenn man versucht, schnell Sprünge zu machen, aber ihr könnt es ja mal ausprobieren. Wie man jetzt systematisch mit den Skalen weiterarbeitet und zum Beispiel auch neue Techniken in der rechten Hand kombiniert mit interessanten Wendungen in der linken Hand, das ist ein anderes Thema. Das ist ein ziemlich großer Komplex, der auch je nachdem, wie man so drauf ist, unterschiedlich ausgestaltet werden kann. Aber auf jeden Fall ist Skalentraining eine sehr gute Grundlage und man kann unheimlich tolle Übungen sich ausdenken, um Schwierigkeiten in der einen oder in der anderen Hand zu überwinden auf der Grundlage von Skalen. Auf Patreon habe ich übrigens im August die verschiedenen Skalen vorgestellt, die in der Shamisen-Musik normalerweise vorkommen. Und da kommen auch noch ein paar Übungen dazu, die sich mit den Skalen beschäftigen und dann verschiedene Bachi-Techniken mit hinzunehmen. Also wenn euch das interessiert und ihr etwas Inspiration sucht, dann guckt doch mal auf Patreon vorbei. Wenn man eine Skala einfach nur rauf und runter übt, dann kann man sich dabei sehr gut darauf konzentrieren, wie die einzelne Tonhöhe für jeden Ton eigentlich klingt. Klingt der Ton so, wie ich ihn mir vorstelle? Also ist die Tonhöhe richtig schön sauber oder klingt es irgendwie ein bisschen schief? Und dann auch, ist es vielleicht immer bei dem Einsprung von, sagen wir mal, von 4 nach 6, ist das vielleicht immer ein bisschen schiefer oder kann man das verbessern? Und das ist eine super Gelegenheit, sich da so kleine Unsauberheiten abzugewöhnen oder überhaupt ein Gefühl dafür zu entwickeln, richtig hinzuhören. Ob man nun auf einen super sauberen Klang Wert legt oder nicht, ist natürlich persönliche Ansicht und Geschmackssache und das kann sich auch ändern. Das Wichtigste ist immer, dass man Spaß daran hat und genießt, was man tut. Also wenn ich Skalen mache, dann freue ich mich über jeden einzelnen Ton und denke, der klingt aber schön voll und dann, ach, das hat gut funktioniert und ich genieße dann einfach wirklich nur den bloßen Klang des Instruments, ohne dass ein ganzes Stück drumherum gebaut ist, sondern einfach nur wirklich die einzelnen Töne und wie schön das Instrument schwingt und wie sich die einzelnen Positionen doch unterschiedlich anfühlen und bei dem einen wird einem vielleicht ganz warm ums Herz und beim anderen denkt man so, klingt irgendwie trüb. Ja, es ist also schön, dem auch mal ein bisschen nachzuspüren, wenn man Zeit hat. Dann tatsächlich an der Intonation zu arbeiten, ist sehr lohnend, weil das Instrument, je sauberer man greift, einfach noch schöner und voller klingt, weil die anderen Seiten dann auch mitschwingen und es ist einfach, wenn es stimmt, dann ist es Normalerweise bewegt sich ein Stück tatsächlich innerhalb einer Skala, also es legt vorher fest, ich nehme die Töne 1, 4, 6, 7 und eben die Verwandten davon und alles andere, sowas wie 8, 2, interessiert mich nicht. Kann man also gleich ausschalten im Kopf und weiß ganz genau, ich muss mich nur zwischen diesen Positionen bewegen. Wenn man also die Skala zu dem Stück separat übt, dann wissen die Finger auch im Stück, was Sache ist und es wird euch sehr viel leichter fallen, weil ihr nicht immer überlegen müsst, wo ist denn jetzt die 4, wie komme ich denn zur 6 und so weiter, sondern das kann man separat schön isoliert üben, einfach um ein noch besseres Gefühl dafür zu kriegen, wo die Hand eigentlich hin muss, wenn ein bestimmter Ton gespielt werden soll. Das muss man nicht so systematisch machen, sondern das ist etwas, was ganz intuitiv einfach durch Wiederholung auch kommt. Aber ich finde es immer sehr gut, gerade Sprünge und verschiedene Positionen nicht nur in einem Stück zu machen, weil man da schon mit so vielen anderen Sachen beschäftigt ist, zum Beispiel, dass das Bachi ja bestimmte Schlagtechniken machen muss oder überhaupt wie der Rhythmus ist und so weiter. Also es gibt so viele Aspekte, auf die man achten muss, dass man sich vielleicht etwas weniger mit den Tonhöhen beschäftigt und das einfach noch eine zusätzliche Belastung ist für den Kopf, die ihr durch separate Beschäftigung mit dem Thema ein bisschen leichter machen könnt.
Um ein Stück also dann ohne viel Sucherei spielen zu können, ist es tatsächlich einfach wirklich praktisch, wenn man Skalen mit verschiedenen Schlagkombinationen mal übt und die Hand daran gewöhnt, von einer Position zur nächsten zu kommen, dass man einfach ein Gefühl dafür kriegt, wie sich das anfühlt in der Hand. Neben diesem taktilen Aspekt, also wie sich das anfühlt und das Muskelgedächtnis zu trainieren, ist es natürlich auch wirklich gut für die Ohren, sich daran zu gewöhnen, welche Töne vorkommen und wie sie klingen. Und nach einer Weile kriegt man tatsächlich so ein Gefühl dafür, das klingt so wie, als wäre meine Hand da, und das stimmt dann auch tatsächlich. Also das klingt so ein bisschen, wie soll ich das schaffen? Mein Kopf kann das nicht, aber das kommt ganz von selbst. Ihr werdet sehen. Allerspätestens, wenn ihr kleine Soli in ein Lied werft oder Umspielungen machen wollt oder vielleicht eine kleine Variation eines Stücks machen wollt, werden euch Skalen wieder über den Weg laufen. Ob bewusst oder unbewusst, ist eine Sache der Herangehensweise. Viele können das intuitiv einfach machen und merken sofort, ja, der Ton gehört nicht dazu. Aber wenn man ganz genau weiß, was vorkommt, dann kann einem das die Sache auch leichter machen. Wie gesagt, das ist für jeden anders. Einige brauchen einfach eine festere Struktur, an die sie sich klammern können, oder zumindest für den Anfang, und bei anderen flutscht es einfach so. Also macht euch da keine Gedanken, ob ihr der eine Typ oder der andere Typ seid. Jeder Jack ist anders und nehmt einfach, wie es kommt. Also, das war's von mir für heute für euch, und ich hoffe, ihr fandet es interessant und werdet in Erwägung ziehen, euch auch mal ein bisschen mit Skalen zu befassen. Erzählt mir gerne, wie es läuft, und wenn ihr coole Ideen habt, wie man bestimmte Übungen machen kann, dann natürlich auch immer gerne teilen. Und ja, ich freue mich, und wir sehen uns demnächst wieder, nächste Woche wahrscheinlich. Also bis dann, tschüss.